Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute nochmal meine Folientechnik vorstellen. Ich habe euch ja schon in meinen Videos einige Varianten gezeigt und heute möchte ich euch noch mal was mit was schönes farbenfrohes auf jeden Fall zeigen. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Zugucken. Ich möchte euch hier mal die aktuelle Farbpalette, wo wir starten, um die Effekte auf die Folie zu bringen, möchte ich euch vorstellen. Und zwar ist das einmal ein helles Goldmetallic, dann so ein Bronze-Goldmetallic, ein kaltes Dunkelbraun und ein Rostrot. Damit möchte ich gerne anfangen. Ich beginne, ich habe mir hier so mein super Werkzeug, den Spachtel, den benutze ich ganz häufig. Den habe ich mir genommen. Dann habe ich einen Malerpinsel, weil ich jetzt anfangen möchte und nehme erstmal mein helles Gold, streiche ein bisschen hier auf den Spachtel, seht ihr das? Ich glaube ja, ne? Und nehme den Spachtel ganz, ganz flach und ziehe den so ganz flach und leicht über die Folie. Der Effekt von der Folie ist ja, dass die ist ja natürlich wasserdicht und wasserabweisend und dadurch gibt es halt andere Effekte, als wenn man das Ganze sofort auf die Leinwand bringen würde. Kann man auch, aber es ist halt mal was anderes. Und wie gesagt, super einfach und mega super tolle Effekte kann man ganz einfach erreichen. Und ich verteile jetzt mal so ein bisschen hier mit meinem flachen Spachtel das Gold. Ich möchte so ein bisschen, manchmal bleibt das so ein bisschen haften. Da muss man mal was energischer dran gehen. Aber im Endeffekt funktioniert das ganz einfach eigentlich. Ich nehme halt für die Goldtöne einen Pinsel und nehme für die anderen Brauntöne einen Pinsel, damit sich das nicht so sehr vermischt. So ein bisschen, das soll ja auch so kleine Farbeffekte geben, aber prinzipiell, dass das so ein bisschen getrennt bleibt, das Gold und die Farbe. Und jetzt gehe ich einfach hin und mache immer wieder den Spachtel voller Farbe und ziehe das halt hier so über die Folie drüber. Ich versuche mal mehr und mal weniger Farbe an der Stelle zu lassen. Überall, wo eine Lücke ist, da kommt dann später der Untergrund bzw. die Farbfläche, die wir natürlich ganz normal auf die Leinwand dann gleich malen werden. Die kommt dann an den Lücken so durch und das ist halt auch ganz besonders schön und deswegen gucke ich, dass auch auf jeden Fall Lücken da bleiben. Aber ich möchte die auch nicht so zuhauen, die Fläche. Ich mache zwischendurch, habe ich ein Tuch, mache den Spachtel auch mal sauber, wie gesagt, damit sich die Farbe nicht so vermengt. Jetzt nehme ich mal das dunklere Goldmetallic, also dieses Gold-Bronze-Metallic, ist auch mal ein cooler Ton. Jetzt nehme ich wieder das hellere Gold, ziehe das mal einfach dazwischen, das ist eine schöne Kombination auch, die sich ergibt. Und so fülle ich jetzt einfach mit diesen Tönen, die ich jetzt hier auf der Palette habe, fülle ich die Fläche der Leinwand, beziehungsweise auf der Folie ja die Fläche und dann könnt ihr mir dabei zusehen. So, ich habe jetzt erstmal die Fläche soweit fertig. Ich möchte aber noch ein bisschen ja, was verändern, damit es nicht alles so gleich ist. Und nehme einfach mal die Karte und ziehe nochmal der Karte so ganz gleich über die feuchten Farbstellen. Mache die immer mal zwischendurch sauber.
nochmal von dem hellen Gold. Ich möchte gerne, glaube ich, hier eine Stelle ein bisschen intensiver haben. So ein späterer Hingucker soll das werden. So, wenn das jetzt ein bisschen gleichmäßiger ist, hebt sich das von der anderen Fläche ein bisschen ab optisch. Das wollte ich jetzt auch so haben. Und dann gehe ich hier oben noch mal ein bisschen hin. Jetzt ist es schön abwechslungsreich. So werde ich das jetzt lassen. Die Farbfläche von der Folie, die kann man, jetzt kann ich es doch nicht lassen. Die Farbfläche von der Folie, die kann man entweder trocknen lassen, die sollte ganz komplett trocken sein, oder einfach mal mit dem Föhn nachhelfen und ein paar Minuten den Föhn drauf halten, so lange, bis die Farbe wirklich richtig trocken ist, weil wir müssen dann die Leinwand umdrehen und dafür legt man dann die Farbe, also quasi umgekehrt auf den Tisch, und deswegen sollte da nichts mehr abgehen oder sowas. So, ich bin jetzt wieder da vom Föhnen, alles ist trocken. Schaut mal, ich kann mit der Hand drüber gehen, es fühlt sich alles trocken an. Jetzt kann ich die Leinwand von der Folie befreien. Das mache ich ganz einfach, indem ich die hier hinten aufschneide. Schneide mir erstmal ein Fenster hier hinten raus, das ist am einfachsten. So, jetzt schneide ich die Folie bis auf die Ecken auf. Vorsichtig auch, dass man nicht abrutscht und dann aus Versehen das alles aufschneide und nach vorne hin aufreißt die Folie. Das wäre doof. Die soll ganz bleiben vorne. Zumindest natürlich. So, wenn man die Ecken bis zu den Ecken das aufgeschnitten hat, dann kann man nämlich ganz einfach hingehen und die so über die Ecke die Folie wegziehen. Seht ihr das? Das geht ganz easy. Die stelle ich erstmal zur Seite und schaue mir mal meine Folie an. Also so rum ist es ja gemalt. Jetzt haben wir es hier von der, das ist die Seite, wo wir die Farbe aufgetragen haben, aber die sieht man hinterher nicht, sondern die, weil wir müssen ja die Seite auf die Farbfläche von der Leinwand bringen. Also so rum. Ich werde jetzt einen ganz normalen Spülschwamm nehmen, Haushaltsschwamm, und mache die Leinwand einfach komplett schwarz. Gar nicht so dünn, weil auf dieser schwarzen Fläche soll ja gleich unsere Folie mit der Goldfläche aufgelegt werden, und dann soll sich die Folienfarbfläche mit der schwarzen Fläche verbinden. Ich gehe jetzt hin, nehme meine Folie und bringe die jetzt hier auf die feuchte schwarze Leinwand. Bitte darauf achten, die Seite, wo die Farbe drauf gekommen ist, die kommt auch auf die schwarze Fläche. Und ich fange an, dass es hier unten sich so ein bisschen festklebt schon mal. Dann kann ich es besser justieren. So. Ich versuche, dass das relativ gerade hier drauf kommt. Was ich sonst immer mache, ist, dass ich mir hier diesen überschüssigen Rand abschneide. Das habe ich jetzt vergessen, also das bitte vorher machen. Dann hat man jetzt nicht so ein Gefransel da hinten. So. Jetzt gehe ich hin und versuche überall. Schaut mal, wie toll das schon aussieht. Luftblasen, die möchte ich nicht haben.
weil dann an den Stellen halt auf keinen Fall die Farbe kleben bleibt, also das Gold. So, deswegen streiche ich das relativ gewissenhaft. Hier alles schön glatt. Überall kann man immer mal so gegen das Licht halten und schauen, wo Luftblasen sind und die dann halt so wegdrücken oder rausdrücken. So, und das Ganze, oh, schaut mal, das sieht schon jetzt so super, super, super aus, finde ich. Richtig schön. Auch durch die Folientechnik, die habe ich mal in meinem Atelier entwickelt. Bin da ganz glücklich drüber, weil man kann so tolle Sachen damit machen. Und das macht auch unheimlich Spaß. Bei mir in den Kursen machen das auch ganz viele, bringen das mit in ihre Bilder als Effekte und es sieht halt immer cool aus. So, das müssen wir jetzt über Nacht trocknen lassen. Das kann man nicht föhnen. Das muss ganz in Ruhe, ganz langsam trocknen. Das kann man, wie gesagt, nicht beschleunigen oder so. Das muss ganz in Ruhe trocknen. So rum hatte ich es, glaube ich. Ich hatte mir ja hier diesen einen Streifen gemacht. Der sollte ja so ein bisschen so eine Horizontlinie werden oder so ein Hingucker, was wir mit dieser super schönen Fläche dann noch weiter machen. Das zeige ich euch dann weiter im Laufe des Videos. So, ich habe alles über Nacht trocknen lassen und ich glaube, wir können jetzt die Leinwand von der Folie befreien. So, ich fange mal hier unten in der Ecke ganz vorsichtig an. So, guck mal, bleibt schon mal alles super hängen. Also, das klappt schon mal super, seht ihr? Ich ziehe nur die Folie ab. Die Farbe, die wir auf die Folie gemalt haben, hat sich schön mit der schwarzen Farbe von der Leinwand verbunden. Und so kann man dann jetzt die Folie einfach abziehen. Ich möchte hier gerne noch ein bisschen Farbe reinbringen. Ich finde das zwar so super schön und das sieht auch toll aus und mit dem Gold und alles, aber mein Plan war anders und den verfolge ich jetzt auch und mache auf jeden Fall noch mache noch schöne Farbflächen hier rein und das sieht dann hinterher noch besser aus, als es jetzt eh schon aussieht. So, ich habe mir jetzt mal 2 Farben oder 3 Farben ausgesucht und zwar 2 ganz leicht unterschiedliche Orangetöne, aber den Unterschied, den merkt man dann gleich nicht mehr. Also man kann einen schönen Orangeton sich raussuchen. Hier habe ich so ein venezianisches Rosa und Titanweiß. Damit möchte ich jetzt gerne einen Bereich des Bildes so ein bisschen hier unten gestalten. Dafür nehme ich wieder meinen super Spachtel. Habe wieder einen Malerpinsel. Hier so eine kleine Kunststoffkarte benutze ich ja oft. Lege ich mir mal zur Seite. Ich fange an und nehme meinen venezianisch Rosa. Mache den Spachtel mit einer dünnen Schicht, bestücke den. Lege jetzt schon so ein ganz klein bisschen Weiß einfach dazwischen. Nehme den Spachtel wieder flach und ziehe einfach hier mal so rein. Und möchte gerne ganz dezent anfangen und gucken, wie es ausschaut, wie es mir gut gefällt und entscheide dann, wie dicht ich das machen möchte hier mit dem venezianisch Rosa. Ich gehe jetzt hin und mische jetzt schon direkt Orange mit dazu. Das gefällt mir ganz gut, die Mischung. Schaut mal, das sieht doch schon mal ganz cool aus. So. Und ich lasse dann nur zwischendurch das Gold natürlich so ein bisschen durchleuchten und lege ansonsten halt eine Farbschicht drüber. Zwischendurch kann man den Spachtel auch mal sauber machen, wenn man nicht so einen Farbmischmasch haben möchte und auch noch einen anderen sauberen Pinsel dazu nehmen. Ich merke nämlich gerade, dass sich das jetzt sehr vermischt hat
Und ich möchte schon ein bisschen getrennt halten, die Farben. Also vermischen können die sich natürlich, aber dennoch möchte ich gerne auch so ein paar Stellen haben, die so richtig schön rosé sind. So, ich gehe jetzt hin, damit das Ganze nicht alles die gleiche Optik hat, nämlich dieses Gesprenkelte, was so ein bisschen durch die glatte Oberfläche kommt und dem flachen Spachtel, gehe ich hin und ziehe so ein bisschen, nehme ein bisschen Weiß auf die Karte auf und ziehe hier so ein bisschen die Fläche was glatter. Ich möchte natürlich trotzdem, dass das Gold richtig schön rausguckt, aber ich möchte auch Farbe haben. Das gefällt mir schon richtig gut hier unten. Das lasse ich, glaube ich, jetzt erstmal so stehen. Ich habe halt immer noch, wie gesagt, diese Goldreflexe dazwischen, in den Lücken. Das Dunkle kommt durch. So finde ich das gut gelungen. In der Mitte möchte ich gerne noch ein bisschen intensiver Weiß haben. Ruhig, dass man das so ordentlich sieht. Dann kratze ich das mal hier so ein bisschen wieder frei. Dann kommt das Dunkle ja wieder raus. Guck mal, es gibt auch einen tollen... So einfach so ein bisschen spielen mit dem, was man hat, mit dem dunklen Untergrund. Wie gesagt, da kann man dann halt super was frei kratzen. Das sieht immer ganz cool dann aus. Und dann hat man natürlich auch so einen Hingucker dann auch gleichzeitig. So, schaut mal. Toll aus, oder? Gold kommt raus. Das Orange mit dem venezianischen Rosa, das Weiß in der Mitte. Das finde ich super. Jetzt möchte ich gerne die Seite der Leinwand, möchte ich gerne so blau-türkis machen. Das finde ich passt irgendwie toll zu dem Gold und auch zu dem aprikosigen Ton. Und dafür habe ich mir hellblau, so ein Himmelblau, Arktis nennt sich der Ton, Türkis und Titanweiß genommen. Fange wieder genauso an mit meinem Superwerkzeug, habe wieder meine Karte hier, die habe ich schön sauber gemacht und starte mal mit dem Türkis erstmal. Leg wieder Farbe auf den Spachtel und lass hier mal so eine Lücke dazwischen, damit das Gold richtig Platz hat auch ein bisschen. Und fange einfach mal hier an. Schaut mal. Das ist super Farbkombination, finde ich. Ich drehe auch manchmal den Spachtel, dass ich dann kleinere Stellen habe. Wie gesagt, ich versuche hier mal eine Lücke zu lassen. Ich mache den Spachtel wieder ein bisschen sauber, weil ich jetzt hingehen möchte und möchte ein bisschen mit dem Himmelblau arbeiten. Liegt das so ein bisschen dazwischen. Und ich nehme nochmal hier, weil mir das ganz gut gefällt, dass das hier so ein bisschen glatter ist. Und hier ist es ja wieder so durch den flachen Spachtel so ein bisschen ribbelig. Aber das muss, oder beziehungsweise das will ich so haben, damit ich mir hier die ganzen Goldlücken nicht zumachen. Und jetzt kann ich aber schön, ganz leicht mit der Karte so drüber gehen. Und kriege nochmal tolle Effekte und Farbspiele hier rein.
Macht wieder sauber. Nehmen wir die schmalere Seite. Und leg hier mal so ein bisschen gezielteres Weiß hier drauf. Ich glaube, ich lasse das so. Was jetzt auf jeden Fall noch wichtig ist, dafür nehme ich mir so einen Haushaltsschwamm und mache den Rand komplett schwarz. Und lasse es auch zu, dass der so ein bisschen ins Bild mit reingeht. Dann sieht das so ein bisschen frecher aus. Und dafür wische ich so ein bisschen über die Kante. Durch den schwarzen Rand, finde ich, hat das Bild nochmal so einen schönen Halt und so eine optische Umrandung. Das gefällt mir immer sehr gut und das mache ich relativ häufig bei meinen Bildern, wenn es passt. Passt nicht immer, aber in dem Fall passt es jetzt mal wieder auf. Bin noch ein bisschen vorsichtig hier mit dem Weiß. Das ist ja noch ganz frisch. Dass ich da nicht so das vermische. Ich gehe erstmal einmal drumherum. Das Bild ist jetzt fertig und ich möchte nur noch vielen Dank sagen für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse an meinem Video und auch an meinen anderen Videos natürlich. Und vielen Dank für euren Support und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ihr habt was Schönes gesehen. Und wenn es nur eine schöne Farbkombination ist oder irgendeine Kleinigkeit, die euch inspiriert hat, das würde mich total freuen. Und auch freue ich mich schon auf unser neues Video und sage bis dahin eine tolle Zeit und eine inspirierende Zeit. Und bis ganz bald, macht es gut.